Hi, ich bin Christian von Paddleventure, eure Webseite rund um den Paddelsport, wo wir Boote testen, Erfahrungen rund um diesen Sport und Hobby teilen mit euch und natürlich euch auf unsere Paddeltouren in Deutschland oder auch im Ausland mitnehmen. Im Hintergrund stehen 13 aufblasbare Kajaks. Wir wollen euch nicht nur die konkreten Modelle vorstellen, weil die haben wir schon intensiv getestet und die Testberichte findet ihr auch auf unserer Webseite. Könnt ihr die Stärken und Schwächen der einzelnen Boote nachlesen. Heute in dem Video haben wir die Boote mitgenommen, um euch vor allem in das Thema aufblasbare Kajaks einzuführen und um euch die Unterschiede beim Kauf zu zeigen. Weil aufblasbare Kajaks ist wohl mittlerweile ein ziemliches Trendsportthema geworden. Ich sehe sie zumindest immer mehr auf dem Wasser und das auch aus guten Gründen. Einerseits habe ich natürlich die einfache Transportierbarkeit und Lagerung. Das bedeutet, ich kann sie wirklich zu Hause in der Wohnung lagern. Ich kann sie ganz einfach in den ÖPNV mit transportieren und am Wasser sind sie schnell und einfach aufgebaut. Zweitens, diese Einsteigerfreundlichkeit. Mittlerweile gibt es wirklich einsteigerfreundliche Kajaks, die wirklich nicht nur kippstabil sind, sondern auch erschwinglich für das kleine Budget. Somit den ersten Paddelkontakt für vielleicht Leute, die sich noch nicht sicher sind, ermöglichen. Und drittens natürlich die Fahreigenschaften haben sich auch in den letzten Jahren nochmal um einiges bei vielen Modellen verbessert. Ich muss sagen, bei einigen Modellen braucht sich das aufblasbare Kajak wirklich nicht mehr hinter seinen Hartschalenpuder verstecken. Da kann ich wirklich gut mithalten. Von daher möchten wir euch heute, weil es eben genau so viele Modelle auf dem Markt gibt und man ganz schnell den Überblick verlieren kann, einfach mal in die Welt mit einer Handvoll oder 2 Händen voll von Modellen einführen, um euch einen guten Überblick zu geben, um euch ein paar Kaufkriterien zu erklären, auf was ihr achten müsst, für wen welches Boot geeignet ist. Und wir zeigen euch noch mal kurz ein paar Unterschiede zu den einzelnen Modellen. Und wie gesagt, viel mehr Info zu den einzelnen Booten findet ihr auf paddleventure.de. Kommen wir zunächst zu den Kaufkriterien. Möchtest du dein Boot in einem Rucksack zu Fuß, mit dem Fahrrad, ÖPNV oder Flugzeug transportieren? Dann sind Gewicht und Packmaße wichtige Kriterien bei der Auswahl deines Bootes. Hier gibt es Modelle unter 10 Kilogramm, aber es gibt auch Modelle, die weit über 20 Kilogramm wiegen. Vergiss außerdem nicht, dass die Ausrüstung wie Paddel, Schwimmweste und Luftpumpe natürlich noch on the top hinzukommen. Wirst du hingegen den Schlauchkajak ausschließlich mit dem Auto direkt zum Wasser transportieren, spielen natürlich Gewicht und Packmaß keine so große Rolle für dich. Luftboote sind nicht nur sehr transportabel, sondern sie lassen sich im Vergleich zu Faltkajaks auch sehr einfach aufbauen. Du brauchst im Prinzip nur eine Luftpumpe dafür. Der erste Aufbau dauert ca. 15 bis 30 Minuten. Mit etwas Übung wirst du dann auch schnell bei 10 Minuten landen. Da nehmen sich die Modelle nicht so viel. Anders jedoch sieht es beim Abbau aus. Einige Modelle verwenden eine Außenhülle aus Nylon oder Polyester. Diese lässt sich im Gegensatz zu PVC oder Gummi nicht so einfach trocken wischen und muss gegebenenfalls zu Hause nochmal über die Nacht getrocknet werden. Ansonsten besteht eben die Gefahr der Schimmelbildung, wenn du dein Boot einfach feucht im Rucksack lagerst. Du solltest also beim Kauf berücksichtigen, ob du die Möglichkeit hast, ein Boot mit einem Nylon- oder Polyestercover nochmals zu Hause abtrocknen zu lassen. Falls dies nicht der Fall ist, kommt eigentlich nur ein Boot für dich mit Gummi oder PVC in Frage. Aufblasbare Kajaks wirken auf den ersten Blick sehr komfortabel im Vergleich zu Festrumpf-Kajaks. Achte beim Kauf aber auch darauf, dass das Schlauchkajak die richtigen Sitze für deine Ansprüche hat. Denn die Sitze sollten nicht nur bequem sein, sondern sie sollten dir auch richtig guten Halt beim Paddeln geben. Bei sehr günstigen Luftkajaks hast du nämlich oft den Fall, dass diese Sitze eine Schwachstelle bei den Booten sind, weil die Rückenlehne beim Paddeln nicht ausreichend Halt gibt. Eine weitere wichtige Frage, die du dir stellen solltest, ist, welche Bootsgröße du benötigst. Denn es gibt aufblasbare Kajaks in unterschiedliche Größen. Die Größe solltest du zum einen davon abhängig machen, mit wie vielen Personen du in einem Kajak paddeln möchtest und zum anderen, wie viel Platz du als Paddler benötigst, sowie wie viel Gepäck du auf deiner Kanutour mitnehmen möchtest. Manche 2-Personen-Schlauchkajaks bieten deutlich mehr Platz als andere 2-Personen-Schlauchkajaks. Achte deswegen auf die Abmessung des Bootes. In der Regel sind Einsteiger-Schlauchkajaks kürzer als hochwertigere bzw. teurere Kajaks. Neben der Bootsgröße solltest du aber auch die Zuladungsgrenze deines Bootes im Auge behalten. Hier gibt es große Unterschiede. Es gibt nämlich Zweierkajaks, die erlauben nur eine maximale Zuladung von 150 Kilogramm. Andere hingegen erlauben dir eine Zuladung von bis zu 270 Kilogramm. Ein weiterer sehr wesentlicher Aspekt bei der Auswahl deines Bootes sind natürlich auch die Fahreigenschaften und die Kippstabilität. Daher solltest du dich fragen,
ob du eher gemütliche Ausflüge oder lange und sportliche Touren unternehmen möchtest. Anfänger und Familien bevorzugen ein sehr kippstabiles Kajak, worin man sich sicher fühlt. Tourenpaddler präferieren hingegen ein Kajak mit guten Fahreigenschaften, womit man zügig vorankommt. Das heißt, gute Geschwindigkeit von über 6 km/h und mit einem guten Geradeauslauf. Erste Indizien geben hier die Abmessung und die Rumpfform des Kajaks. Kippstabile Kajaks haben einen breiteren und flachen Rumpf. Kajaks für Touren sind schmaler, länger und besitzen einen stärker ausgeformten Rumpf. Außerdem verfügen Tourenkajaks oft über eine Fußstütze, einen vernünftigen Sitz und lassen sich zusätzlich mit einer Steueranlage ausstatten. Um gute Fahreigenschaften bei einem Schlauchkajak zu erzielen, brauchst du neben einem gut ausgeformten und langen Rumpf einen hohen Luftdruck. Hier gilt, je höher der Luftdruck, desto steifer und somit formstabiler ist dein Kajak. Sehr günstige Schlauchkajaks haben nur einen Luftdruck von unter 0,1 bar, weil die Luftschläuche nicht mehr zulassen würden. Die aufgepumpten Luftschläuche sind bei solchen Booten sehr weich. Ein gutes Schlauchkajak hingegen hat einen Luftdruck von mindestens 0,2 bar. Seit einigen Jahren gibt es immer mehr Dropstitch-Kajaks auf dem Markt. Das ist eine Technologie, wo die Innenwände der Luftkammer mit tausenden Textilfäden miteinander verbunden sind, sodass ein sehr hoher Luftdruck möglich ist. Dadurch lassen sich sehr feste und dünne Luftkammern fertigen, um bei einem Luftkajak entweder mit einem flachen Boden eine sehr hohe Kippstabilität oder mit einer insgesamt schmalen Bauweise sehr gute Fahreigenschaften zu ermöglichen. Neben den Fahreigenschaften und der Kippstabilität stellt sich die Frage, wie häufig und intensiv du das Kajak nutzen wirst. Bei einer häufigen und intensiven Nutzung beanspruchst du die Bootshaut natürlich deutlich stärker, sodass sich hier ein Kajak mit einer robusten Bootshaut auszahlen wird. Die Bootshaut eines Schlauchkajaks kann sehr sensibel, aber auch sehr robust sein. Bei sehr günstigen Booten wird zum Beispiel nur eine PVC-Folie eingesetzt, die etwas dicker als bei Luftmatratzen ist. Hochwertige Boote besitzen eine Bootshaut aus einem reißfesten Gewebematerial ummantelt mit Gummi oder PVC, die Grundberührungen oder das Anlanden an einem Kieselstrand ohne Probleme wegstecken. Bei Löchern oder Rissen in der Bootshaut lassen sich solche Boote nicht nur mit einer dünnen Klebefolie kurzfristig reparieren, sondern es ist ein hochwertiges Reparaturset inklusive, womit du das Boot langfristig richtig flicken kannst. Bei größeren Beschädigungen bieten Hersteller hochwertiger Boote zudem einen Reparaturservice an. Aber keine Sorge, auch wenn mal ein Loch in die Bootshaut kommt, wird das Boot auf dem Wasser nicht gleich sinken. Da so gut wie jedes Schlauchkajak 2 bis 3 voneinander getrennte Luftkammern besitzt, bleibst du manövrierfähig und gelangst sicher zum nächsten Ufer. Achte aber am Ende nicht nur auf ein robustes Material, sondern auch generell auf eine gute Verarbeitung des Bootes. Neben einem robusten Material und einer guten Verarbeitung ist es für viele natürlich auch sicherlich nicht unerheblich, wo das Boot produziert worden ist. Günstige Kajaks werden ausschließlich in Fernost hergestellt. Es gibt aber auch Hersteller von hochwertigen Kajaks, die ihre Boote in Europa produzieren. Eine weitere wichtige Frage ist, ob du ein Kajak in wilderen Flüssen oder in der Nebensaison paddeln möchtest. Denn es gibt sowohl offene als auch geschlossene Schlauchkajaks. Ein geschlossenes Kajak hat ein Verdeck mit Sitzluke, welches sich mit einer Spritzschürze komplett abdichten lässt. Du bist also besser vor Spritzwasser, vor Wellen oder Kälte und Regen geschützt. Zusätzlich kannst du nicht nur Gepäck im Boot, sondern auch noch auf dem Verdeck verstauen. Das ist ein wichtiger Aspekt für ganzjährige Tourenpaddler. Für gemütliches Schönwetterpaddler sind solche Features jedoch weniger relevant. Darüber hinaus gibt es aufblasbare Kajaks, bei denen man sogar ein Verdeck optional anbringen kann. Man kann es sowohl offen als auch geschlossen paddeln. Zu guter Letzt musst du dir auch die Frage stellen, wie viel du bereit bist, für ein aufblasbares Kajak auszugeben. Je höher deine Anforderung, desto höher wird der Preis sein. Die Preisspanne liegt hierbei von 100 Euro bis mehreren tausend Euro. Im untersten Preissegment sind es aber eher Badeboote statt Kajaks und die Verarbeitung, das Material und die Fahreigenschaften können bei weitem nicht mit denen von hochwertigeren Kajaks mithalten. Wenn du lange Touren machen möchtest und dein Boot intensiv sowie häufig nutzen wirst, wirst du mit einem Boot, das nur wenige 100 Euro kostet, nicht zufrieden werden. Und nun, wo du jetzt die Kaufkriterien kennst, schauen wir uns ein paar Details genauer anhand konkreter Modelle an. Fangen wir mit dem ersten Einsteigerboot an. Das ist ein Schlauchboot bzw. ein Schlauchkajak, das im Bereich von 100 Euro zu finden ist. Wir sagen vielleicht höchstens Preissegment, aber wir nennen keine konkreten Preise bei den Booten, weil die Preise schwanken. Die ändern sich, bleiben nicht aktuell mit dem Video natürlich. Wir verlinken die Shops unten in der Beschreibung des Videos und dort könnt ihr den Online-Shops die aktuellen Preise einsehen. Aber
Die billigsten Boote fangen ungefähr um die 100 Euro an, sogar manchmal günstiger. Das konkrete Modell ist das Intex Challenger K1. Ist ziemlich beliebt, weil es in vielen Shops gibt und in vielen Ländern auch. Man muss aber sagen, von der Verarbeitung, vom Luftdruck und vom Material ist es ein typisches Schlauchkajak, das ich auch oft im Sommer im Discounter oder beim Baumarkt bekomme. Ich merke, dass es vom Luftdruck, wenn ich hier reinfasse, sehr gering ist. Das bedeutet, von der Formstabilität kann es mir nicht so viel geben wie ein hochwertiges Kajak. Also das muss man sagen, bei 100 Euro kann es nicht zu vergleichen sein mit einem hochwertigen Kajak. Den Unterschied werde ich sofort merken. Aber wenn ich noch nie einen Schlauchkajak in der Hand gehabt habe, dann werde ich schon bei dem Modell sagen, ist schon mal zumindest etwas. Aber wenn ich ein hoherwertiges Kajak mal probiere, dann werde ich sagen, das sind Himmelwelten Unterschiede. Von daher, der Luftdruck ist einerseits, der halt sehr gering hier ist, weil es natürlich von der Verarbeitung nicht so gut ist, dass er einen höheren Luftdruck zulassen würde. Zweitens ist natürlich das Material. Es ist einfach nur eine PVC-Folie. Das bedeutet, sie ist nicht sehr resistent und ich sollte Grundberührungen möglichst vermeiden, denn Löcher könnte ich hier definitiv viel einfacher reinbekommen als bei anderen Modellen, die einfach noch mal viel teurer sind. Vom Sitz her kann ich sagen, klar, es ist ein aufblasbarer Sitz, der ist ziemlich bequem, der drückt nicht, der lässt sich eigentlich ganz gut sitzen, aber der gibt jetzt nicht so viel Halt, der biegt sich schon ziemlich gut nach hinten, wenn ich mal richtig mit dem Paddel reinhaue. Auf dem Wasser sportlich unterwegs sein damit ist nicht so gut, sondern eher für gemütliche Paddeltouren. Und dann habe ich natürlich den Aspekt von der Größe. Das Boot ist jetzt nicht ziemlich lang und das bedeutet natürlich, auch von den Fahreigenschaften ist es jetzt nicht, sage ich mal, so ideale, weil Länge läuft ja. Und ich als große Person, wenn ich mich jetzt hier reinsetze, merke ich auch, ich habe jetzt zu tun reinzukommen. Ich müsste eigentlich die Schuhe ausziehen, um hier wirklich mich reinzusetzen. Also ist das Boot wirklich geeignet für um die 100 Euro? Ist es brauchbar im Gegensatz zu anderen Booten? Man kann sagen, ja, es ist brauchbar, vor allem für diejenigen, die erstmal mit dem Paddelsport beginnen möchten, die erstmal reinschnuppern möchten und die gar nicht so hohe Erwartungen haben. Sie sagen vielleicht, ich möchte wirklich nur am warmen Tag am See rauspaddeln, ein paar Paddelschläge machen und die Sonne genießen, mehr möchte ich gar nicht. Wer aber wirklich seriös längere Tour paddeln möchte oder richtig Paddelsport betreiben möchte, der ist mit diesem Boot nicht unbedingt gut beraten. Da gibt es viel, viel bessere Alternativen. Zusammenfassend kann man eher sagen, es ist ein Badeboot. Es hat keine viel höhere Materialdicke als eine Luftmatratze und es kann nicht wirklich als richtiges Schlauchkajak bezeichnen. Da ich natürlich trotzdem die Form habe und mit einem Doppelpaddel es betreibe, wird es als Schlauchkajak verkauft. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich mehr Badeboot als Kajak. Kommen wir nun zum nächsten Einsteigermodell. Konkret sind wir hier bei Etivit Touring von Decathlon. Das gibt es auch in der Einer, hier in der Zweier, aber auch in der Dreier Sitzkonfiguration. Genauso wie es auch das Intex Challenger. Wir haben es euch in der Einer Konfiguration, also einer Variante gezeigt. Es gibt es aber auch als Zweiermodell für 2 Personen zum Paddeln. Und der große Unterschied zu dem ersten Intex Challenger ist vor allem die Konstruktionsweise, weil hier habe ich die PVC-Luftschläuche, die auch bei dem Modell ziemlich dünn sind von der Materialdichte, habe ich nochmal in einer Nylon- bzw. Polyesterhülle zusätzlich geschützt. Der große Vorteil ist natürlich, es wirkt wertiger. Ich habe auch den Eindruck, wenn ich hier reinfasse, das ist viel stabiler durch diese zweite Bootshaut. Und ich habe natürlich den Vorteil, das will der Hersteller, dass ich, wenn ich natürlich mal damit irgendwo gegenkomme, dass ich das Boot, seine Luftschläuche vor Beschädigungen schütze. Der große Nachteil, den aber viele nicht auf den ersten Blick sehen, ist die hohe Trocknungszeit, weil PVC-Hülle kann ich einfach trocken wischen, im Rucksack rein, reicht oft aus. Aber bei diesem Boot muss ich oft lange in der Sonne liegen lassen im Sommer, wenn es überhaupt reicht. Ansonsten muss ich das nochmal auspacken zu Hause und wirklich nochmal trocken wischen oder über die Nacht oder mehrere Tage trocknen lassen. Weil wenn ich das wirklich irgendwie feucht wegpacke, dann habe ich die Gefahr der Schimmelbildung. Ansonsten ist das Boot natürlich für Einsteiger schon mal hochwertiger als das erstere, kostet auch ein bisschen mehr, lohnt sich aber auch. Aber man sollte wirklich auch hier die Preise vergleichen, weil es gibt verschiedene Hersteller, die ähnliche Boote bauen, wie zum Beispiel Salvador. Und gerade im Sommer rufen da unterschiedliche Hersteller ganz unterschiedliche Preise ab. Bei diesem Etivit Boot stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem, was hier stimmt, ist der Sitz.
Nicht? Der Sitz ist nicht nur bequem, der gibt auch wirklich guten Halt beim Paddeln, weil das habe ich wirklich bei vielen Einsteigermodellen in diesem Preissegment nicht, weil das ist oft eine schwache Stelle bei vielen Einsteigerbooten, dass die Sitze nicht gut, sage ich mal, einen Halt geben beim Paddeln. Nun kommen wir zum dritten Modell des Einsteigersegments dieser Serie, dem Itivit X100 Plus. Hier habe ich die 3-Personen-Variante, hinter mir die 2-Personen-Variante. Das Boot kann ich auch als Zweier und als Einer konfigurieren. Warum ist es jetzt hier auch noch ein Einsteigerboot und wo ist der große Unterschied zu den anderen Einsteigerbooten? Ich muss sagen, hier ist man schon am Ende der Fahnenstange der Einsteigerboote, weil ich habe hier 2 große Vorteile. Erstens die Boothaut. Also ich habe jetzt nicht mehr wieder diese Nylon- oder Polyesterhülle wie vorher bei diesem Itivit Touring, den ich gerade gezeigt habe, sondern ich habe wirklich ein Gewebematerial ummantelt von PVC. Das bedeutet, das Boot ist viel reißfester, also die Haut des Bootes ist viel reißfester und robuster. Ich kann problemlos damit auch anlanden am Ufer und einmal Grundberührung haben, steckt das Boot in den meisten Fällen alles ohne Probleme weg. Ein ganz großer Unterschied zu den anderen beiden Modellen ist auch einfach der Dropstitch-Boden. Was bedeutet Dropstitch? Dropstitch bedeutet, das ist eine andere Technologie für Luftkammern. Also der große Unterschied zu diesen Luftkammern an den Seiten. Das ist im Prinzip wie beim Stand-Up-Paddleboards, das sich sicherlich auch viele kennen von euch auf dem Wasser, wo die mit ihrem Paddel stehen und paddeln. Da brauche ich natürlich etwas, was sehr hohen Luftdruck hat. Und genau das wird hier auch verwendet. Ein extra Element, das eingelegt wird, das richtig hohen Luftdruck hat. Das bedeutet, wenn ich einsteige, das gibt wenig nach und gerade für die Stabilität ist das ein sehr, sehr großer Vorteil. Oder wenn ich einsteige, gibt es natürlich eine gute Trittsicherheit. Von daher ist es ein ganz gutes Boot für Familien und Einsteiger, die ein stabiles Boot haben wollen. Es ist auch einfach sehr breit. Ich habe viel mehr Platz im Boot und von daher für gemütliche Touren, wenn ich sage, 2-3 Stunden auf dem Wasser unterwegs sein, vor allem entspannen, passt es vollkommen. Ansonsten muss ich natürlich sagen, ein richtiger Kajaker würde bei diesem Boot, wenn er sich den Rumpf anschauen würde, auch mit dem Kopf schütteln. Er würde sagen, na das ist doch kein richtiges Kajak. Sieht aus wie eine Badewanne, aber mehr auch nicht. Das stimmt vielleicht auch. Wenn ich ein ambitionierter Kajaker bin, dann werde ich damit keine Strecke machen können. Aber das passt auch wieder in der Hinsicht, wenn ich sage, ich habe eine Familie oder bin Einsteiger, möchte gemütlich unterwegs sein, möchte stabil auf dem Wasser sein, möchte ein Boot haben, das schnell zu trocknen ist, das eine gute Qualität hat, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist das Boot eine sehr, sehr gute Wahl. Nun verlassen wir die Rubrik der Einsteiger-Kajaks und wir kommen zu den Touren-Kajaks. Also Kajaks, die weniger für Einsteiger sind, die Wert auf Chillen, aufs Wasser oder auf Kippstabilität Wert legen. Klar, Touren-Kajaks können auch sehr kippstabil sein, aber die haben vor allem ihre Vorteile bei den Fahreigenschaften. Guten gerade Auslauf, bessere Geschwindigkeit. Und das sind jetzt auch Kajaks, die kosten mindestens doppelt so viel. Die sind aber auch einfach hochwertiger. Jetzt bewegen wir uns bei der Marke Gumotex. Das ist das Gumotex Solar und das Boot ist zum Itivit X100 Plus einfach mal im Preis das Doppelte. Das hat aber auch seine guten Gründe. Erstens wird es nicht wie alle anderen Einsteiger-Kajaks in Fernost produziert, sondern es wird hier in Europa in Tschechien produziert. Zweitens, es hat einfach auch eine viel bessere Materialqualität. Das merkt man einfach beim Anfassen. Es hat auch einen Gewebekern ummantelt. Von hier ist es ein Kautschuk und man merkt von der Verarbeitung, es ist einfach nochmal hochwertiger. Und das Solar, das ist ein offenes Kajak, das ist auch gerade für schönen Wetterpaddeltouren, wenn die Sonne scheint. Es hat sehr bequeme Sitze, weil es auch aufblasbare Sitze sind. Beides variierbar, Rückenlehne und selbst der Sitz im Luftdruck war zu variieren. Und von den Fahreigenschaften ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer als mit diesen Itivit-Booten, weil ich hier wirklich auch ein schmaleres Boot habe. Das zeige ich auch nochmal gleich den Rumpf. Das ist einfach auch nochmal ganz anders geschnitten und das ist schneller, das hat einen besseren gerade Auslauf, reagiert besser auf Paddelschläge. Das sind wirklich Boote, mit denen ich auch locker eine Halbtages-, eine Ganztagestour oder eine Mehrtagestour machen kann. Das ist ein Zweierboot. Ich kann es auch mit einem dritten Sitz mit dem Kind paddeln, aber ich kann es auch sehr gut alleine paddeln. Das Itivit Dreier zum Beispiel, das X100 als 3-Personen-Variante, das alleine paddeln, das ist eher nicht so gut. Das hier alleine zu paddeln, richtig viel Fahrspaß.
So, und nun ein Blick unter das Boot und das verrät doch schon einiges. Das sehe ich doch schon mal hier, wie flach das ist, also wenig Form. Hier habe ich noch mal 3 Ansteckmöglichkeiten für Finn, damit es überhaupt einen guten geraden Auslauf bekommen kann. Hier habe ich hinten eine Möglichkeit, eine Finne anzubringen. Aber man merkt einfach schon mal hier diese Wölbung, diese Form, die ich hier unten habe bei dem Boot, beim Gumotex. Das ist einfach nochmal viel ausgeformter als das vom iTVIT X100 Plus. Und es ist auch einfach viel schmaler, das viel breiter. Das sieht man auf den ersten Blick. Das wird viel besser laufen. Das wird weniger gut laufen, ist aber dafür einfach auch kippstabiler. Kommen wir zum zweiten Gumotex-Boot, das Gumotex Swing 2. Dieses gibt es auch als Einer-Variante. Dieses Boot ist das erste Boot, das wir uns damals zugelegt haben, sind es also unzählige Mal schon gepaddelt. Aber auch sämtliche andere Boote, die wir euch heute hier vorstellen, paddeln wir regelmäßig. Aber das ist das Boot, das wir das erste Mal gepaddelt sind, also das erste hochwertige Boot. Und wir paddeln es also auch noch heute gerne. Der große Unterschied zu den anderen Gumotex-Booten, die wir euch auch noch zeigen werden, und das Solar, ist dieses fest integrierte Verdeck. Da es fest integriert ist, ist es erstens ziemlich günstig, weil optional ist es immer teurer, und es ist auch ziemlich leicht, dass es schon hier mit drauf ist. Und ich bin natürlich sehr gut geschützt, gerade wenn ich auch mal ein bisschen Flüsse mit Wildwasseranteil paddeln möchte, kann ich hier noch eine Spritzschürze anbringen und bin gut gegen das Wasser, das reinkommen könnte, geschützt. Nichts zu vernachlässigen, die Reißverschlüsse vorne, die geben aber leicht ein bisschen Wasser durch. Komplett wasserdicht bin ich aber nicht. Aber nichtsdestotrotz Riesenvorteil dieses Verdeck, gerade auch für die Gepäckverstauung, weil ich kann nicht nur im Boot was verstauen, sondern auf dem Boot. Das sollte man nicht unterschätzen, weil gerade bei Mehrtagestouren kriegt man doch schon einiges weg mit diesem etwas kürzeren Boot. Aber eben mit diesem Verdeck schon wirklich ein Raumwunder. Und das ist wirklich auch der größere Unterschied zum Solar. Das ist natürlich etwas kürzer, breiter, dafür eher für Flüsse. Es ist wendiger somit. Und das Solar ist halt länger und schmaler und ideal für schön Wetter und wenn ich halt auf Seen längere Strecken ablegen möchte. Das hier, das ist eines der neuesten Modelle von Gumotex, das ist das Rush 2. Das gibt es auch als Einer-Variante. Und dieses Boot ist eigentlich eine Kombination, können wir sagen, aus Solar und Swing. Warum? Weil es kann sowohl offen als auch geschlossen gepaddelt werden. In der Standardkonfiguration ist es ein offenes Kajak. Das Verdeck, was hier drauf ist, das wird optional erworben und dann ist es ein geschlossenes Kajak und ich bin super geschützt. Ich zeige es nochmal am Ende, wie ich das ganz leicht abmachen kann, weil es wird in wieder Klettverschluss angebracht und wieder abgemacht und hält auch wirklich sehr gut wasserdicht. Was an diesem Kajak auch sehr besonders ist, Gumotex hat hier versucht, wirklich alles reinzuwerfen, was Gumotex kann, weil die haben ja auch einen fest integrierten Dropstitch-Boden reingebracht. Das bedeutet, das Kajak ist einfach nochmal kippstabiler, aber weil es auch eine gute Länge hat und vom Boot eine gute Schnittigkeit, ist es auch sehr gut vom gerade Auslauf und von der Performance auf dem Wasser. Wenn ich das jetzt mal hier anhebe, also leicht drehe, dann sehe ich hier diesen Dropstitch-Boden. Also das ist wie ein Brett. Und das ist sehr, sehr stabil. Auch beim Einsteigen gibt es sehr wenig nach. Ich könnte sogar im Boot mich hinstellen, wäre kein Problem. Und ich könnte hier noch eine Finne anbringen, sorgt auch noch mal ein bisschen für einen besseren gerade Auslauf. Also von daher ist es schon von den Fahreigenschaften sehr gut. Jetzt zeige ich das noch mal kurz mit dieser Spritzschutzdecke, die es aber auch als mit einer Luke gibt, wenn ich zum Beispiel das Boot alleine paddeln möchte. Dann seht ihr hier, dass ich brauche das einfach nur abziehen, dann habe ich mein offenes Kajak. Muss aber hier bei dem Rush einfach auch sagen, das ist schon ein ziemlich hochpreisiges Gumotex-Boot. Bei dem Boot bin ich weit über 1000 Euro. Das Verdeck, das gibt es nicht einfach on the top bei dem Boot zu, sondern das muss optional erworben werden. Und das kostet auch einige 100 Euros. Und wenn ich das beides haben möchte, als Zweier-Luke und als Einer-Luke, dann bin ich da auf ein gutes Sümmchen. Kommen wir zum vierten Gumotex-Schlauchboot. Warum so viele Gumotex-Schlauchboote heute? Ja, erstens haben wir relativ viele Gumotex-Boote in unser Repertoire und zweitens, anhand dieser Gumotex-Boote kann man auch ziemlich gut die Unterschiede der Schlauchkajaks erklären. Das Seawave sieht auch schon ziemlich ähnlich aus wie das Rush.
hat hier eben kein Verdeck drauf, hat aber auch die Klettverschlussleiste. Ich könnte es nämlich auch hier anbringen, ein Verdeck, und das gibt es auch, ein Einer- und ein Zweier-Verdeck. Der große Unterschied ist hier einfach, ich habe hier keinen Drop-Stitch-Boden drin, sondern ich habe hier wirklich einen ganz normalen Schlauchboden, und der ganz große Unterschied ist auch nochmal die Länge. Das ist das längste Boot von Gumotex, und man muss auch generell sagen, hier kann ich auch einen dritten Sitz nachrüsten. Also es könnten 3 Leute paddeln, also für 2 Leute mit einem Kind ideal. Und man muss auch sagen, Dropstitch hatten wir jetzt mehrmals das Thema gehabt. Muss es unbedingt Dropstitch sein, wo wir jetzt gerade sind? Nein, muss es nicht. Dropstitch wirkt nochmal aufgeräumter im Boot. Es ist einfach trittsicherer. Ein bisschen besser von der Performance auf dem Wasser, aber es macht auch keinen Weltenunterschied. Es ist ein Trend, den viele Hersteller gehen, aber ich werde genauso gut glücklich mit einem Boot, das keinen Dropstitch-Boden hat. Und dieses Seawave, das ist auch noch weiterhin ein richtiger Verkaufsschlager von Gumotex. Kommen wir nun zu dem nächsten Boot, und zwar jetzt mal von einem anderen Hersteller, nämlich von Advanced Elements. Advanced Elements ist ein amerikanischer Hersteller, der seine Boote in Asien fertigt. Nichtsdestotrotz sind die Boote sehr hochwertig, haben sehr gute Performance auf dem Wasser, befinden sich von der Preisklasse ähnlich in dem Segment wie von Gumotex. Großer Unterschied ist vor allem in der Konstruktion und in dem Material. Bei dem Material habe ich auch wieder ein Gewebe, aber diesmal ummantelt von PVC, und hier auf dem Verdeck hier oben, das fest integriert ist, also das obere Teil vom Boot, das ist wieder aus Stoff. Das bedeutet, der Nachteil ist hier natürlich die Trocknungszeit. Wenn es einmal nass wird, das dauert schon zu trocknen, und auch hier die Seitenschläuche, da habe ich wieder eine Stoffummantelung, dauert auch wieder länger zu trocknen. Ein weiterer Nachteil, wo wir schon bei den Nachteilen sind, muss man einfach bei dem Boot sagen, das ist schon ziemlich schwer, 24 Kilo für einen Zweier-Schlauchkajak, das auf dem Rücken zu tragen, das geht doch schon wirklich in die Schultern. Nichtsdestotrotz, das Boot hat halt eine sehr lange Länge, das muss halt auch irgendwo sein Gewicht herbekommen. Und natürlich, warum wir das jetzt hier erwähnen, sind die Fahreigenschaften. Von den Fahreigenschaften ist es wirklich sehr gut. Es liegt nicht nur in diesem Dropstitch-Boden, den ich hier habe, bei diesem Modell, diesen Advanced Frame Convertible Elite, das konkrete Modell hier, sondern vor allem auch diese schöne Rumpfform, und in Bug und Heck, die sind nochmal ausgesteift. Da habe ich solche Verstärkungen drin, die sind hier vorne eingeschoben, mit solchen Platten jeweils. Und die sorgen für einen richtig schön ausgeformten Bug und Heck. Und das schneidet das Wasser sehr, sehr, sehr gut. Auch wenn ich das Boot alleine paddle. Ich habe da wirklich eine sehr gute Trimmung auf dem Wasser. Ich kann es sehr gut konfigurieren mit einem Verdeck für 1 Person, mit einem Verdeck für 2 Personen, mit einer Steueranlage, sogar mit einem Kajaksegel. Also hier hat Advanced Elements auch sehr, sehr gut an die Konfigurierbarkeit des Bootes gedacht. Ich drehe es mal kurz um einfach mal den Boden zu zeigen. Und das sieht man hier einfach auch. Wenn ich das jetzt mal in die Länge richte, ich habe hier diese integrierte Finne. Es ist nicht nur breit, es gibt nicht nur Kippstabilität, sondern es hat einen Bug und ein Heck. Die sind einfach sehr gut geschnitten. Das schneidet das Wasser einfach super gut. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen anhebe, das sieht man einfach, das ist wirklich auf Fahreigenschaften ausgelegt. Wenn wir von Booten mit sehr guten Fahreigenschaften sprechen, wie eben das Advanced Elements, dann müssen wir auch auf Haltkajaks eingehen, die wir aber heute nicht haben, aber zumindest auf Hybrid-Kajaks, weil die versuchen doch zumindest die Welten beider Bootstypen, nämlich Schlauch- und Faltkajak, zu verbinden. Nämlich das Unterschiff besteht aus einem Gestänge mit der Bootshaut, Oberschiff, also die Seitenelemente aus Seitenschläuche, die dem Boot seine Form geben. Somit ein einfacherer Aufbau, aber zum Vergleich den anderen aufblasbaren Kajaks deutlich aufwendiger und kraftaufwendiger. Nichtsdestotrotz zu einem Faltkajak viel einfacher und viel schneller aufzubauen. Und der Vorteil natürlich mit den Seitenschläuchen, dass es kippstabiler im Wasser liegt und ich trotzdem richtig gute Fahreigenschaften habe. Bei dem Boot vom Nordic, das gibt es hier, das ist das 1XL Modell, Nordic Scooby 1XL. Das gibt es auch für Zweier-Personen-Variante, Drei-Personen-Variante. Das gibt es auch mit verschiedenen Zubehören, das ich optional dazu kaufen kann. Ein Kajaksegel oder eine Steueranlage, ein Verdeck kann ich hier auch anbringen.
Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Der Sitz, der ist auch hier sehr gut. Der ist mal ganz anders gemacht als bei vielen anderen Booten, obwohl die Anbringung doch schon ein ziemlicher Kraftakt gerade für uns gewesen ist heute beim Aufbau und bei den anderen Malen, wenn wir es aufgebaut haben. Dafür sitzt man sehr gut in diesem Sitz, sitzt auch hoch, sitzt nie mit seinem Gesäß im Wasser. Von den Fahreigenschaften ist es wirklich sehr gut und vor allem auch vom Gewicht her. Wenn ich sage, Advanced Elements paddelt sich sehr gut als einer, und wenn ich sage, das paddelt sich auch sehr gut, ich kann beide wirklich miteinander mal gegenhalten und das ist kein Problem, obwohl es kürzer ist, wiegt aber einfach nur die Hälfte. Das wiegt nur 12 Kilo, Advanced Elements 24 Kilo. Ich kriege ja auch was gut weg. Von daher das Nordic Scooby 1XL als Hybrid-Kajak, sehr gute Alternative. Wenn ich das umdrehe, seht ihr das auch einfach, was das bedeutet von der Bauform. Es hat einen sehr spitzen Bug und Heck. Das bedeutet, es schneidet das Wasser sehr gut. Es wird einen sehr guten gerade Auslauf haben. Und es hat auch eine sehr ausgeprägte Kiellinie. Und daher kommen diese guten Fahreigenschaften bei dem Boot. Und das ist gerade die Konstruktionsweise eines Hybrid-Kajaks. Nun kommen wir wirklich zu einem Sportgerät. Und das von Itivit, also der Hausmarke von Decathlon. Die haben sich wirklich mit diesem Itivit X500 was einfallen lassen, weil das ähnelt keinem anderen Schlauchkajak. Die haben hier wirklich ein innovatives Produkt auf den Markt gebracht und das so auch einen attraktiven Preis. Es ist erstens ein Full-Dropstitch-Kajak, sowohl der Boden als auch die Seitenkammern sind aus Dropstitch-Material, also sehr formstabil, hat eine sehr gute Ausformung insgesamt vom Rumpf her und von Bug und vom Heck. Das verspricht sehr gute Fahreigenschaften, ist sehr schmal geschnitten, im Durchschnitt 15 bis 20 cm schmaler als herkömmliche Schlauchkajak. Man merkt schon, das Kajak ist wirklich auf Performance getrimmt und wer das Kajak auf dem Wasser paddelt, der fühlt sich fast wie in einem Hartschalenkajak. Geschwindigkeit, gerade Auslauf, Leichtigkeit beim Paddeln, das sind Dinge, die einem sofort einfallen, wenn man mit dem Kajak unterwegs ist. Aber, muss man aber natürlich sagen, ein langes Kajak, ein schmales Kajak natürlich, ist auch weniger kippstabil. Und das ist bei dem Kajak definitiv der Fall. Wir sind damit noch nie gekentert. Wir fühlen uns auch in dem Kajak wohl. Aber hier fühlt sich vor allem derjenige in dem Kajak wohl, der wirklich sportlich unterwegs sein möchte. Wer sich zurücklehnen möchte, mehr auf dem See chillen möchte, der ist wahrscheinlich mit einem anderen Boot besser beraten. Aber hier hat wirklich Decathlon ein Kajak entworfen mit richtigen Fußstützen, mit einem richtigen Kajaksitz. Geschlossen kann ich das komplett paddeln, indem ich hier auch diesen Sühlrand, der sehr gut ausgestaltet ist, nochmal eine Neoprenschürze anbringen kann. Ich kann zur kalten Jahreszeit paddeln. Ich habe hier eine Gepäckluke. Ich kann hier sogar längere Touren mit unternehmen. Und von daher ist es wirklich auch eine Kampfansage an herkömmlichen, aufblasbaren Kajakherstellern, gerade vom Preis. Man muss ehrlicherweise sagen, Decathlon ist natürlich auch eine viel, viel größere Firma dahinter. Die nutzen Skaleneffekte aus. Die produzieren das Boot auch in Asien, was natürlich auch nochmal vom Preis was ausmacht. Aber die haben hier nicht kopiert, sondern wirklich sich ein innovatives Produkt einfallen lassen. Und das ist definitiv ein Boot, das wir gerne paddeln und sportlich ambitionierten Paddlern auch wirklich empfehlen können. Schauen wir uns noch mal wirklich das Unterschiff bzw. den Boden des Bootes an. Und hier sehen wir auch, wie schön es ausgeformt ist. Also eine sehr schöne Kiellinie, spitzen Bug und spitzes Heck. Also das verspricht gute Fahreigenschaften, obwohl es jetzt hier keine Hybridkonstruktion ist oder kein Faltkajak. Aber das hat hier Itivit sehr gut gemacht mit dieser Full-Dropstitch-Bauweise. Nichtsdestotrotz ist natürlich trotzdem Luftkajak, auch wenn es super auf dem Wasser performt. Es ist eher auf dem Wasser schwimmen, wie eben alle Luftkajaks und daher auch windanfälliger. Ich bin hier küppliger unterwegs und wer fragt sich, wo ist der große Unterschied vielleicht zu dem Boot davor, dem Nordic Scooby 1XL. Bei dem 1XL von Nordic, da bin ich einfach viel kippstabiler unterwegs. Da fühle ich mich sicher drin sofort. Hier bin ich doch mal schnell wackeliger, wenn es welliger wird. Also wer gerade Kippstabilität mit guten Fahreigenschaften verbinden will, der ist zum Beispiel mit einer Nordic Scooby 1XL besser beraten. Am Ende ist es aber auch der Sitzkomfort. Wenn ich zum Beispiel mit dem Nordic Scooby 1XL paddle, dann merke ich, dass der Sitz auch nach langem Sitzen, egal welche Sitzposition ich einnehme, ob ich jetzt nun wirklich aufrecht sitze oder ein bisschen im Sitz reinlehne, es sitzt sich sehr bequem. Hier sollte ich schon wirklich eine aufrechte Sitzposition haben. Ansonsten kann es auch für den einen oder anderen eher unbequem werden. Du willst nicht nur paddeln, sondern du magst auch richtig gerne wandern oder biken.
dann haben wir noch was anderes für dich, weil das sind hier 2 Packrifts, die ich hier habe. Packrifts sind wirklich sehr leichte und kompakte Boote, die sehr einfach zu transportieren sind und dir somit ermöglichen, beides miteinander zu kombinieren, weil ich solch ein Boot in meinen Wanderrucksack mit mir führen kann. Ich sitze hier zum Beispiel in dieses MRS Nomad. Und hinter mir steht noch das von Etivit, das Packrift. Und beide wiegen unter 4 Kilo. Packrifts sind auch sehr robust vom Material. Die stecken vieles weg. Ich kann somit hier auch bei dem MAS Nomad im Wildwasser unterwegs sein. Ich habe hier ein integriertes Verdeck. Ich kann hier eine Spritzschürze anbringen. Also auch für ambitionierte Wildwasserpaddler eine sehr gute Option. Möchtet ihr viel mehr über das Thema Packrafting oder weitere Packraft-Modelle erfahren, besucht unseren Blog, weil da beleuchten wir dieses Thema nochmal ausgiebig. Nichtsdestotrotz wollten wir das einfach nochmal hier mit reinbringen, weil das ist gerade auch ein ganz großer Trend, der gerade aufkommt, diese Packrafts, weil damit bin ich gerade einfach nochmal viel freier, viel unabhängiger und es ergeben sich so viele Möglichkeiten. Das war nun der kurze oder doch etwas längere Überblick zu dem Thema Schlauchkajak anhand der Modelle, die wir euch heute mitgebracht haben. Zu den Modellen, die wir euch heute gezeigt haben, gibt es nochmal einen sehr ausführlichen Testbericht, den ihr unten in der Videobeschreibung auch verlinkt finden könnt. Das sind aber nicht die einzigen Modelle, die wir bisher getestet haben, sondern es gibt viele weitere innerhalb der letzten Jahre, die wir gepaddelt sind. Und auch dazu haben wir fundierte Testberichte auf unserer Webseite auf paddleventure.de. Besucht die Seite einfach, dann findet ihr diese Berichte und lasst uns doch einfach in den Kommentaren wissen, welches Boot, die wir euch heute vorgestellt haben, gefällt euch am meisten oder habt ihr schon Erfahrungen zu den Booten. Teilt sie mit uns, wir diskutieren gerne mit euch und falls euch das Videoformat so wie es ist, gut gefallen hat, lasst es uns wissen, indem ihr uns das einfach liked, teilt oder uns ein Abonnement dalässt. Und bis zum nächsten Mal.